Du hast das Problem, dass dein Ton nicht auf den Punkt anspricht. Das heißt, immer am Anfang, bevor der Ton einschwingt, ein Luftgeräusch, also so ein sogenanntes Tfa-Geräusch passiert. Und du möchtest natürlich jetzt trainieren bzw. dir bewusst machen, was passiert denn eigentlich im Ablauf, damit der Ton auch wirklich ta auf den Punkt kommen kann. Vom Prinzip her, wenn man sich den Ablauf einmal durchdenkt, haben wir eben die Einatmung, die Ausatmung. Dadurch, dass unsere Lippen ja geschlossen sind, baut sich etwas Druck im Körper auf. Und wenn ich die Zunge nach hinten wegziehe, wird der Luftstrom freigegeben, unsere Lippen schwingen und letztendlich kann dann auch ein Ton aus der Trompete kommen. Ich trainiere das gerne immer, wenn ich Schüler habe, die genau das Problem haben, erstmal unabhängig vom Instrument, also trocken sozusagen. Das heißt, wir atmen ein und machen uns genau diesen Ablauf bewusst. Was passiert denn hier? Ich atme ein und dann auch mit geschlossenen Lippen. Und danach übertragen wir das Ganze aufs Instrument. So, und wenn ich mir bewusst mache, was denn hier eigentlich läuft, wie fühlt sich das mit der Zunge an, wie schwingen die Lippen ein, wie viel Luft muss ich denn nach außen geben, dass der Ton erstmal trocken und dann später auch auf dem Instrument kommen kann. Und wenn ich das dann erfahren habe, hineingefühlt habe, dann übe ich das immer gerne anhand von einer kleinen Etüde. Ihr seht die Noten eingeblendet und dann spielen wir die Etüde mal gemeinsam. Achtung, 1, 2, 3. Und letztendlich war das jetzt in der Lautstärke, ich würde jetzt mal behaupten, Mezzo forte bis in Richtung forte. Wichtig ist, dass du diese Etüde natürlich nicht nur laut spielen kannst, sondern du kannst auch jederzeit das Ganze auch leiser spielen, damit eben das ganze System noch filigraner arbeiten muss. Also für dich wichtig, erstmal bewusst machen, was läuft, dann der Übertrag auf die Trompete und dann letztendlich deine Literatur spielen, beziehungsweise andere Etüden, meine Etüden, egal, was du eben üben magst. Und achte immer drauf, dass die Luft nicht angehalten wird, weil es meistens dann im Hals oder im Bauchbereich passiert, dass diese Spannung im Körper bleibt, damit die Luft auch drinne bleibt. Und lass die Luft raus, wie gegen die geschlossenen Lippen ist der Ton angestoßen. Das ist unsere Silbe, die wir dafür benötigen. Danach natürlich ab aufs Instrument und üben, damit du auch bei schnellen Passagen oder bei Achteln, die später natürlich dann auch als Kette hintereinander laufen, eben dann auch angestoßen und dementsprechend punktgenau kommen können. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, lass dir Zeit, mach's bewusst, dann wirst du es am Ende auch mit Erfolg meistern können. Lass am Ende noch ein Like und Abo da, wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.